Herzlich willkommen zu meiner unvergesslichen Reise durch den faszinierenden Norden Finnlands. Meine einwöchige Reise war vollgepackt mit erlebnisreichen Aktivitäten. Die abendliche Suche nach Polarlichtern war jede Nacht ein kleines Abenteuer für sich, mit Glück voller mystischer Momente. Die Ausflüge begannen mit einer Schneemobil-Tagestour durch die verschneite Natur Finnlands. Weiter ging es auf eine Rentierfarm zu einer malerischen Stättenfahrt. Doch das wahre Abenteuer und Highlight war eine zweitägige Husky-Tour durch die verschneite Wildnis. Auch wenn nicht immer alles nach Plan verlief, war es ein einmaliges Erlebnis. Versuche im Skilanglauf und einer Schneemobiltour bei Nacht rundeten meinen Ausflug ab. Bereit, dieses unvergessliche Abenteuer mitzuerleben? Dann lass uns gemeinsam in die Magie von Lappland eintauchen. Die Ankunft am Flughafen in Kittilä ist der Startpunkt für meine Reise in Lappland. Vom Flughafen aus geht es mit dem Bus durch die schneebedeckte Landschaft zum Resort in Jeres. Während der Fahrt kann man sich bereits einen ersten Eindruck der Landschaft der Region verschaffen. Die Temperaturen Ende März bewegen sich hier übrigens zwischen knapp unter dem Gefrierpunkt bis runter zu minus 20 Grad. Hell ist es zwischen 6 Uhr morgens und 7 Uhr abends. Nach dem Check-in im Hotel war es an der Zeit, die Umgebung zu erkunden. Der gefrorene See vor dem Resort ist mein erstes Ziel. Auf dem See gibt es verschiedene Spuren, 3 mit Loipen für Skilanglauf und 2 für Schneemobile. Eine Tagestour mit dem Schneemobil ist auch direkt die erste Aktivität. Nach einer Einweisung geht es mit vorerst gedrosselter Leistung los. Auf dem Track sind deutliche Spurrillen. Sobald man in diese gerät, muss man zwar nicht mehr groß lenken, die Fahrt wird allerdings zu einer recht wackeligen Angelegenheit. Mit etwas Kraft kann man sich von den Spurrillen lösen und seine eigenen Bahn ziehen. Nach einer Eingewöhnungsphase wird die Drosselung aufgehoben und es geht mit Vollgas auf die zugefrorenen Seen. Zu schnell darf man aber auch nicht unterwegs sein. Insbesondere in der Nähe von größeren Feriengebieten wie Rovaniemi wird anscheinend per Laserpistole die Geschwindigkeit überwacht. Laut unserem Guide gibt es in unserer Gegend aber keine Kontrollen. So zumindest die Theorie. Wie es der Zufall will, werden wir kurze Zeit später tatsächlich von der Polizei angehalten. Das entpuppte sich aber durch die Nähe zu Schweden als Grenzkontrolle. Nach kurzer Zeit durften wir aber alle wieder weiterfahren und kehrten etwas später, glücklich über die vielen Erlebnisse, zum Hotel zurück. Am nächsten Tag haben wir ein entspanntes Programm. Wir besuchen eine Rentierfarm. Zuerst erhalten wir Informationen über die Farm und die Rentiere in Finnland. Anschließend beobachten wir die Rentiere und beginnen unsere Stättenfahrt. Die Rentiere sind sehr gemütliche Tiere. So kommt es öfters vor, dass die Rentiere zwischendurch kurz anhalten, um an Bäumen und Sträuchern zu knabbern. Für die Mittagspause dürfen wir die Rentiere selbst mit Flechten füttern. Rentiere und Rentierschlitten waren früher übrigens die Haupttransportmittel. Die Verwendung von Huskies als Schlittenhunde wurde erst deutlich später in Lappland eingeführt. In einem gemütlichen Zelt wartet dann unser Mittagessen auf uns. Eine leckere Rentiersuppe. Nach einer entspannten Pause setzen wir die Fahrt fort. Wir genießen die malerische Landschaft bei strahlendem Sonnenschein. Mein abendliches Programm in Finnland ist jeweils die Suche nach Polarlichtern. Meine ersten Polarlichter habe ich gefilmt, als ich Nachtaufnahmen gemacht habe und im Suche von meiner Kamera einen grünen Streifen entdeckt habe. Die meiste Zeit sah ich jedoch nichts mit dem bloßen Auge. Meine Kamera hat hier deutlich mehr gesehen als ich. Ein Tipp, um die Polarlichter besser zu sehen, ist, weit weg von elektrischen Lichtern zu laufen. In der Praxis war allerdings das Licht des Vollmondes bereits nach ein paar Metern schon deutlich heller als das Restlicht vom Hotel. Das bedeutet, dass ich oft in der Kälte stehe und warte, während meine Kamera die Zeitrafferaufnahmen macht, während ich mit bloßem Auge nicht wirklich etwas sehe. Um herauszufinden, wann es sich lohnt rauszugehen, kann man eine App auf dem Handy nutzen. Zu sehr sollte man sich darauf aber nicht verlassen. So war die vorhergesagte Polarlichtwahrscheinlichkeit für einen Abend eher gering. Ich bin trotzdem rausgegangen und wurde mit richtig starken Polarlichtern überrascht. Diesmal waren die Polarlichter endlich auch mit bloßem Auge gut sichtbar. Der ganze Himmel war voll mit tanzenden Lichtern. Ich wusste gar nicht, wo ich eigentlich hinschauen sollte.
Am Ende bin ich froh, die Polarlichter auch mit bloßem Auge gesehen zu haben. Es war ein Erlebnis, das ich nicht so schnell vergessen werde. Das absolute Highlight der Tagesaktivität in meinem Finnlandurlaub ist die zweitägige Husky-Tour. Jeder der 8 Teilnehmer hat hierbei seinen eigenen Schlitten. Meine erste Aufgabe ist es, meinen 4 Huskies das Geschirr anzulegen. Anschließend stelle ich sie unter Anweisung an den Schlitten. Danach sollte man mit dem Losfahren nicht allzu lange warten. Die Hunde bellen vor Aufregung und springen hin und her. Sie wollen unbedingt los. Sobald wir losfahren, sind die Hunde glücklich und man hört nur noch das Knirschen des Schnees. Den Schlitten lenken kann man übrigens nicht wirklich. Die Hunde bestimmen, wo es hingeht. Meine einzige Aufgabe ist es zu bremsen. Dafür gibt es in der Mitte des Schlittens eine Metallkralle, auf die ich mich stellen kann. Das ist insbesondere wichtig, wenn es bergab geht. Hier muss man aufpassen, dass man den Hund nicht hinten auffährt. Ansonsten sind die Hunde so abgerichtet, dass sie dem vorausfahrenden Schlitten hinterherrennen bzw. am liebsten noch überholen. Wichtig ist nur, dass man den Schlitten niemals loslässt. Falls man umkippt, sollte man dann wenigstens noch versuchen, den Schlitten zum Bremsen mit umzukippen. Ansonsten rennen die Hunde freudig über das geringere Zuggewicht ohne einen weiter. Meistens ist das Schlittenfahren sehr entspannt. Nur einmal wird es etwas schwieriger. Aber man fällt hier weich und ist schnell wieder aufgestanden. Zur Mittagspause befestigen wir unsere Schlitten mit einem Schneeanker. Den Schneeanker muss man fest in den Schnee treten, ansonsten besteht die Gefahr, dass die Hunde ohne einen weiterlaufen. Anschließend dürfen wir den Hunden Snacks in Form von gefrorenem Hähnchen füttern. Beim Füttern sollte man allerdings auf seine Hände aufpassen. Nachdem die Hunde versorgt sind, beginnt dann unsere Mittagspause. Die Guides starten hierfür ein Feuer an einer Feuerstelle und bereiten Lachsbrötchen für uns zu. Zum Beginn der Mittagspause sind die Hunde noch ruhig. Nach einer Weile machen sie jedoch lautstark klar, dass sie weiter wollen. Wir verstauen unsere Ausrüstung wieder in den Schlitten und machen uns bereit zur Weiterfahrt. Beim Schneeanker lösen muss man beachten, dass man sich gut am Schlitten festhält und auf der Bremse steht. Die Husky-Tour verläuft in der Regel auf Schneemobil-Tracks. So kommen wir ab und zu an Schneemobilen vorbei. Nach etwa 1,5 Stunden Fahrt am Vormittag und weiteren 1,5 Stunden Fahrt am Nachmittag erreichen wir die Hütte, in der wir übernachten werden. Zuerst befreien wir die Hunde von ihrem Geschirr und bringen sie zu ihrem Übernachtungsplatz. Die Hunde machen es sich auf ihrem Stroh gemütlich und ruhen sich erstmal aus. Anschließend gibt es für die Hunde eine Suppe. Wir machen eine Suppe. Ja, die bekommen nochmal einen Löffel zum Essen in einer Stunde. Später bekommen sie noch ein reichhaltigeres Futter. Das ist wichtig, da die Hunde während der Tour deutlich mehr Kalorien als wir verbrauchen. Die Hütte, in der wir übernachten, ist eine gemütliche Gemeinschaftsunterkunft. In der Nacht schneit es und am nächsten Morgen beginnen wir den Tag damit, die Hunde zu füttern. Danach frühstücken wir selber und machen uns bereit für den zweiten Tag. Wieder legen wir den Hunden das Geschirr an und befestigen sie an den Schlitten. Unsere Fahrt startet auf einem zugefrorenen See, auf dem wir nicht anhalten sollen. Der frische Neuschnee sorgt für ein neues Fahrgefühl. An etwas steileren Anstiegen darf man dann übrigens bei einem Tretroller mit Anschieben helfen. Absteigen und schieben sollte man aber nur, wenn überhaupt nichts mehr geht. Auch wenn die Sicht am Vormittag etwas schlechter ist, freue ich mich über die Winterlandschaft und den ganzen Neuschnee. Auf dem Rückweg machen wir wieder an der gleichen Stelle Mittagspause. Wir dürfen wieder die Hunde mit Snacks versorgen. Ab
und zu müssen wir Straßen überqueren. Dazu fährt die Reiseleiterin voraus und befestigt ihren Schritt mit 2 Schneeankern. Anschließend läuft sie zurück und lotst uns sicher über die Straße. Am Nachmittag klart das Wetter wieder auf und wir freuen uns über die schöne Landschaft. Schließlich kommen wir wieder am Ausgangsort an. Die Schlittenfahrt verging wie im Fluge und hätte gerne auch noch länger sein können. An der Husky Farm angekommen, spannen wir die Huskies ab und verabschieden uns von ihnen. Bye bye. Wieder am Hotel angekommen, geht es weiter zu den nächsten Aktivitäten. So habe ich mich das erste Mal im Skilanglauf versucht. Sowohl klassisch in der Loipe, im Neuschnee oder im Skating. Ich freue mich über das erneut super Wetter und dass es mit dem Skilanglauf eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert. Von den Hunden gezogen zu werden war allerdings deutlich entspannter. Als Nachtaktivität stand abschließend dann noch eine Schneemobiltour bei Nacht auf dem Programm. Ziel war es, weiter abseits zu fahren und besser Polarlichter zu entdecken. Allerdings war es in dieser Nacht bewölkt, sodass man nichts sehen konnte. Auch wenn wir etwas gefahren sind, konnten wir dennoch Streulicht von den umgebenden Ortschaften sehen. Damit geht dann aber auch die erlebnisreiche Woche zu Ende. Der Urlaub war sehr eindrucksvoll und ich werde ihn so schnell nicht vergessen.